Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin seit einem halben Jahr hier auf der Isla de Margarita in Venezuela. Aber heute grüße ich das letzte Mal von hier, denn es geht wieder los. Es dauert nicht mehr lange, dann jährt sich mein Aufbruch in Deutschland, also als ich meine Wohnung aufgegeben habe, mein ganzes Zeug verkauft habe und das erste Mal richtig aufgebrochen bin, zum 8. Mal. Und es gab nicht viele Orte auf der Welt, wo ich sagen könnte, ey, hier könnte ich bleiben, bis ich das Zeitliche segne. Aber dieses Haus, diese Insel ist so einer. Und deswegen fällt es mir auch schwer, mich loszureißen. Es ist quasi wieder, als würde ich neu aufbrechen. Es ist immer so, wie sagt man, der erste Schritt muss gemacht werden, der Rest geht von alleine. Und ja, der erste Schritt fällt mir schwer, aber jetzt habe ich bereits ein Ticket für die Fähre und es geht definitiv morgen Nacht los. Ich nehme die Nachtfähre, dann komme ich nämlich auf dem Festland an, irgendwie morgens um 5 zum Sonnenaufgang und kann direkt weiter rauschen. Sonst fährst du halt nur rüber und musst dann dort wieder übernachten. Das wäre auch okay, aber ich habe mich jetzt so entschieden. Ich erwähne das mit den 8 Jahren, weil ich könnte sagen, okay, ich bin seit 8 Jahren auf Weltreise. Aber es ist halt so, dass ich zwischendurch auch mal wieder zu Hause war und so weiter. Ihr wisst es ja, diese Reise nenne ich meine 3. Motorradreise. Die ersten 4 Jahre war ich Backpacken und dann habe ich angefangen mit dem Motorrad zu reisen. Und für mich ist es so, wenn man wieder nach Hause kommt zwischendurch, dann ist es quasi, es ist nicht das Gleiche, als wenn man die ganze Zeit unterwegs ist. Ja, ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, ich bin seit 3 Jahren auf Weltreise, aber dann waren sie mal 6 Monate zu Hause und so. Das ist halt eine völlig andere Geschichte. Dann kannst du einfach alles wieder aufladen, selbst wenn du das Motorrad hier lässt. Du kannst halt dort in Deutschland, klickst auf Amazon, am nächsten Tag ist alles da, kannst alles kaufen, kannst alles frisch machen, kannst die Produkte kaufen, die du willst, kennst dich aus und so weiter. Das hast du halt nicht, wenn du nonstop im Ausland bist. Und die Produkte, die man dann hier kauft, du musst dann halt hier immer gucken, okay, was ist das? Du kriegst nicht genau das, was du in Europa kriegst. Ja, es fängt schon an mit Gewebeband. Ja, ich benutze viel Gewebeband, gerne. Ja? Kabelbinder und Gewebeband, meine Top Sachen, und wenn ich was reparieren will oder flicken, sagen wir es so. Und das Gewebeband hier sieht genauso aus, ist aber viel, viel schlechtere Qualität. Also das, was ich in Deutschland drauf geklebt habe, das auf dem Motorrad, das klebt immer noch und ist immer noch top. Alles, was ich hier gekauft habe, das fängt so an, nach 3 Monaten abzublättern. Ja, und so ist es mit vielen, vielen Produkten. Ja, du bekommst einfach nicht die gleiche Qualität oder nicht überall. Das meinte ich damit, dass es eben ein großer Unterschied ist. Und hier habe ich jetzt ein halbes Jahr verbracht und hier hatte ich jetzt auch die Möglichkeit, mal alles zu waschen. Hier zum Beispiel, ja, meine Schuhe gewaschen, meine Taschen gewaschen, meine Stiefel gewaschen. Also wirklich alles mal gewaschen, geputzt. Hier sieht es noch aus wie Sau. Ich bin hier gerade schon am Akkus laden und so weiter. Helmpolster gewaschen, richtig geil. Der Helm ist nicht mehr der fresheste, aber mal ein bisschen frisch gemacht. Und hier liegt auch mein ganzes Badezimmerzeug, denn mein Kulturbeutel, wenn der hier immer überall hängt und so, das ist ja alles immer feucht und so weiter, der schimmelt an. Und deswegen habe ich den jetzt auch noch mal, der weicht gerade ein unten. Ich nehme euch hier noch mal gerne mit durchs Haus, weil es auch so hübsch ist. Hier mein Avocado-Baum und hier habe ich kurz in Instagram gezeigt, der Baum des Garten Eden. Das ist der Baum, wo ich sage, da darf man nicht dran pflücken, dann fliegt man raus aus dem Paradies. Das sind so riesige Früchte und die kann man aber nicht essen. Da kann man so Schüsseln draus machen. Das ist cool. Ja, das ist meine Hängematte, mit der ich durch den Amazonas gereist bin. Die lasse ich aber hier. Und ihr seht, gewaschen habe ich jetzt auch nochmal. Und ich wasche jetzt gerade noch meinen Kulturbeutel. Der weicht hier ein. Ja, also ihr seht, ich bin wirklich, also mein Motorrad ist auch, ich habe das ja alles, als ich den Tank abgemacht habe und so weiter, alles mal richtig sauber gemacht. Also so gut sauber und frisch war mein Motorrad seit 2 Jahren nicht mehr. Jetzt bleibt es wahrscheinlich liegen. Aber ich hoffe, dass das jetzt alles super top ist. Befreit vom
roten Dschungelstaub. Gerade berichte ich ja aus Bolivien, da ist der rote Dschungelstaub und der zieht sich durch den ganzen Amazonas, dieser rote Staub. Und der geht auch, also geht schwer weg. Was ich auf dem Weg noch machen will irgendwo, ist dann Bremsflüssigkeit wechseln. Da steht jetzt, alle 2 Jahre soll man den wechseln. Die wechseln, ja, werde ich dann irgendwann mal machen. Und ich hatte euch ja erzählt, dass ich 2 Päckchen aus den USA bekommen hatte. Hier, die Insel ist zollfreies Gebiet. Und es gibt ein paar große Sachen, die ich in einzelnen Videos behandeln möchte. Aber es war auch eine Menge Kleinkram dabei. Und das möchte ich euch heute zeigen, was ich denn da bestellt habe. Diejenigen, die meine Reise regelmäßig verfolgen, wissen, dass ich meine Bremsbeläge, die quasi komplett unten sind. Und ich habe jetzt immer schon nur noch mit der Hinterradbremse gebremst, die letzten 2 Monate. Und es war so, dass es hier auf der Insel einen Satz, also vorne braucht man ja 4 Bremsbeläge, einen Satz hätte es gegeben, aber der hat $46 gekostet. Und das habe ich nicht eingesehen. Und dann habe ich geguckt, ja, von Caracas und so weiter, von Caracas, und wenn man das herbringt und so, $43 oder so. Jetzt habe ich eben in meinem Päckchen auch Brakepads bestellt. Und in den USA kannst du dir dann aussuchen, welche du haben willst. Da gibt es dann 20 verschiedene Bremsbeläge von 20 verschiedenen Firmen und 7 verschiedene Arten von Belag. Und ich habe jetzt von Prox Racing Parts diese High Performance Long Lasting Maximum Power. Auch für Offroad geeignet, steht hinten drauf. Made in the Netherlands. Das Einzige, was ein bisschen doof ist daran, eigentlich nehme ich immer gerne welche mit diesen Markierungen. Hier, die haben keine Markierung. So, Kolben reinrücken. Das hier muss auch immer gut locker sein. Ja, dieses. So, ich habe die Bremse jetzt schon wieder zugepumpt, also die Kolben reingepumpt. Das Rad dreht sich noch und jetzt ist auch, ich weiß nicht, kann man das sehen, die Blase hier, das ist wahrscheinlich super schwer zu sehen. Also man sieht, es ist knallvoll fast, also es ist eine Mini-Blase an dem Bremsding und das ist, weil die Bremsbeläge jetzt einfach dick sind. Es ist voll. Bei den anderen waren die Bremsbeläge leer und dann war es fast leer, also war es genau auf der Unterkante der Linie. Und jetzt ist es wieder voll. Ich hatte ja abgelassen, weil ich gedacht habe, es liegt daran, dass die Kolben nicht reingehen, dass es zu voll war. Aber es war vielleicht tatsächlich ein bisschen voll, weil jetzt ist es eigentlich top. Was sagt ihr? So, dann noch hier, das ist meine Werkzeugbox, die ich gekauft hatte. Die ist super cool. Ich verlinke es auch gerne. Ich habe es von einer italienischen Marke. Und die hat hier innen wie so ein Schaumstoffding, damit es wasserdicht ist. Ne? Und es ist auch, obwohl das hier schon ein bisschen angekräckelt ist, weil es so voll war, ist es super geil, wasserdicht. Ne? Und ich habe hier meine andere Box, die selbst gebastelte Box aus Bolivien, die hat halt so einen Deckel. Und ich hatte das hier, das haben die Bolivianer gesagt, ey, kaufst dir Silikon und spritzt es damit aus. Das hatte ich gemacht, aber das hat, also dann hat's, die ist jetzt nicht mehr so gut. Gleich macht es hier oben im Schloss zu und auch das wird jetzt nicht nass. Wenn ich jetzt irgendwie rein, das wird vielleicht mal, wenn es extrem regnet oder ich durch so tiefe Wasser fahre, dann wird es vielleicht ein bisschen feucht, aber es wird nicht richtig nass. Trotzdem habe ich jetzt hier so Verpackungsmaterial und das ist sogar hier hinten zum Kleben. Ja, da habe ich hier schon was für die Taschen oder ich weiß gar nicht. Ah ja, am Motorrad hier innen sind auch so kleine Schaumstoffdinger, damit das nicht so klappert. Und da hatte ich eins verloren, da habe ich auch schon eins dran gemacht, wie man sieht. Und jetzt versuche ich das mal innen auszukleiden. Das muss jetzt nicht noch 100% sein, aber vielleicht ein bisschen, dass man es auskleiden kann. Mal sehen. Also ich habe es jetzt hier reingeklebt. Es ist halt hier nicht gerade, es ist eine Blechdose, ne? Und hier dieser Rand, deswegen muss ich es hier so machen und hier so ein bisschen abknubbeln. Aber jetzt schließt es ab. Ja, ist jetzt nicht 100%ig wasserdicht natürlich, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Hier an meinen Moskomoto Bags, da ist ja schon vor über einem Jahr oder so diese Schnalle hier zerbrochen. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwo mal draufgetreten bin oder drüber gefahren oder ich weiß es nicht genau. Kann man das sehen?
Da fehlt so ein Nippel. Also ich habe irgendwann versucht, das noch fester zu ziehen und hat es klack gemacht. Der war wahrscheinlich schon angebrochen und dann ist er abgegangen. Normalerweise sind die brutal robust. Und das ist jetzt hier so, ihr seht es, das ist hier eingenäht und zwar ganz tief. Ja, zumindest bis hier. Ja, und ich hatte halt dann immer gedacht, ja, wenn die das jetzt hier aufmachen und das nicht gescheit wieder, ja, das muss halt so ein Schuster-Typ auf jeden Fall machen mit so einer Nähmaschine. Und ja, ich habe denen dann nicht vertraut, dass die das gut genug machen, dass wenn ich dann halt hier eine neue Schnalle reinmache, dass die dann das wieder so zunähen, dass es auch hält. Weil hier, wenn man das dann zumacht, dann hat man hier das Band und da zieht man es so fest. Und dann, da muss schon Druck drauf. Und das war jetzt nicht so schlimm, weil es gibt noch diese zwei Gurte, damit kann man das auch noch festmachen. Also es hält auch so. Das einzige, hauptsächlich diese, ist so, das lehnt dann so ein bisschen nach vorne. Mein fetter Rucksack, der lehnt dann so nach vorne. Und wenn man das damit anzieht, dann kann man ihn halt so wieder nach hinten holen. Das war das Einzige. Und es ist halt noch besser, na, drei Schnallen sind besser als 2 Schnallen. Ich glaube, hier ist sogar ein Schlitz drinne. Aber hier, ja, hier auch, glaube ich. Das heißt, wenn die geschlitzt sind, dann kann man das rausnehmen, sonst müsste ich das hier zertrümmern irgendwie. Ich habe natürlich Moskau Motor angeschrieben und die haben gesagt, ey, es gibt so welche, da kannst du den Stift rausmachen. Kann man das sehen. Ja, ich habe jetzt genommen, als man auf beiden Seiten den Stift rausmachen kann, weil ich nicht wusste, ob diese Seite, wo ist die? Hier, ob das dann auch passt. Ja, schauen wir mal, ob das die gleiche Größe ist. Mal schauen, ob das hier reinpasst oder nicht. Nee, das heißt, den muss man auch noch rausmachen. Das ist halt die Frage, ob ich nicht lieber ein bisschen Loctite nehmen soll. Boom. Eine weitere kleinere Sache, ihr wisst ja, Akaso und ich, wir arbeiten zusammen und ich habe hier die Brave 8, ihre Actionkamera und hier ist schon, ich weiß nicht, in Salta war das, vor Salta schon, in der Wüste, Atacama-Wüste, und in Salta habe ich versucht, wie man hier sieht, es gibt auch ein Video davon, wie Frank und ich versuchen, das hier mit dem Lötkolben das zu schmelzen, das Plastik wieder zusammen machen. Das ist dann auch zusammen gewesen, aber beim ersten Mal anschrauben kommt halt da wieder Spannung drauf und ein Knack. Man kann das auch so benutzen, habe ich auch gemacht ab und zu, aber man fühlt sich halt nicht so safe, vor allem weil ich das halt am Sturzbügel habe. Es ist nicht genau vor meinem Gesicht, so dass ich sofort sehe, wenn ich es verliere. Ja, also, ja, es ist fest so, es kann jetzt hier nicht raus eigentlich. Aber naja, ihr seht ja, so richtig geil ist es nicht. Habe ich denen das geschildert und die haben gesagt, ah ja, kein Problem, schick mir dir ein neues. Und bin jetzt mal gespannt, ich packe es auch zum ersten Mal aus. Ich würde sagen, baugleich. Akaso Cam, jetzt wird die auch wieder öfters im Einsatz sein. Falls ihr Interesse habt, in der Videobeschreibung sind Links und auch in meinem Blogartikel Links zu Akaso Brave 8. Und außerdem habe ich mir noch ein paar neue Propeller bestellt für meine Drohne. Ich habe Autel Evo Nano Drohne, eine Mini-Drohne, und ja, in Patagonien, ihr habt es im Video gesehen, ist sie mal weggetragen worden und dann hingefallen. Also die sind echt mega empfindlich, weil die halt so leicht sind und das ist alles halt mega dünn. Und die Rotoren, wenn du da deinen Finger dran hältst, dann bricht schon der Rotor sozusagen. Also diese Propeller. Und hier ist auch eingebrochen, kann man das sehen? Angebrochen. Da habe ich Indoor geflogen. Und Indoor geht das GPS nicht und dann wird sie immer so weggetragen. Und ich bin nicht der beste Drohnenpilot. Habe ich sie schön leicht an der Wand touchiert und dann ist das passiert. Die fliegt trotzdem und so. Da sind auch Ersatzrotoren dabei, aber ja,
es passiert schnell mal auch gerade mit dem Wind und so weiter, dass die Rotoren irgendwo anstoßen und dann ist es gut, wenn man Ersatz hat. Und außerdem hier, ich habe noch den Charger, ich habe 3 Batterien, aber der geht nicht mehr. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, das liegt hier am Strom in Venezuela. Also nicht nur der geht nicht mehr, sondern auch, wo hab ich's? Diese Dinger am Ladegerät, wie nennt man das denn? Diese Adapter unten. Hier, das hier zum Beispiel, also ja, auch das von Samsung und so weiter. Da sind mir auch 2 Stück sind kaputt gegangen hier. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt. Hier fällt ja auch dauernd der Strom aus und ich weiß nicht, ob es dann auch einfach Stromschwankungen gibt. Auf jeden Fall 2 von denen sind kaputt gegangen und das ist kaputt gegangen. Das war alles hier. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber jedenfalls habe ich jetzt einen neuen Charger auch. Damit ist gesichert, dass ich auch in Zukunft die Drohne fliegen lassen kann und wieder ein bisschen üben kann. Ihr erinnert euch, das große Drama, was hier begonnen hat auf der Insel, dass eine Festplatte abgeraucht ist. Also ich habe die im Zimmer gehabt, ein Video gemacht, war alles okay. Dann hat sie ein bisschen gezickt beim Videoschneiden beim nächsten. Und da hätte ich eigentlich die Daten sichern müssen. Aber ich habe gedacht, irgendwas, ja, es ist langsam und keine Ahnung, Final Cut oder keine Ahnung. Ne? Und dann irgendwann ging sie gar nicht mehr. Und dann war ich ja hier bei den Geschäften, das Video könnt ihr euch anschauen. Also man kann es hier nicht retten. Man kann es vielleicht in irgendeinem Spezialgeschäft in einer großen Stadt retten, vielleicht. Es ist halt noch eine mechanische Festplatte. Und jetzt habe ich mir eine SSD-Karte bestellt. Meine erste 4 Terabyte habe ich mir eine gegönnt. Und ich möchte einmal zeigen, den Unterschied. Ja, die ist halt wirklich deutlich kleiner. Also richtig geil, wenn man davon welche hat, da spart man ordentlich Gewicht und Platz. Das Problem ist, ich kann die andere jetzt ja nicht wegschmeißen, die kaputte, weil da sind ja die Daten noch drauf. Das heißt, ja, ich muss es halt trotzdem weiter mit mir rumschleppen. Das ist halt ein bisschen nervig, dass man oft auch Sachen hat, die ich mit mir rumschleppen muss. Das ist zum Beispiel auch mein Poncho. Ihr erinnert euch, ich habe mir einen Poncho gekauft in San Pedro de Atacama und ich habe den halt nur manchmal angehabt. Das ist halt geil im Zelt, dann kannst du dich damit zudecken. Entschuldigung, ich will hier nicht aus dem Licht gehen. Dann kannst du dich damit zudecken und ich finde halt, der sieht cool aus, wenn du da irgendwie am Titicacasee oder so rumläufst. Aber jetzt in Lima oder in einer großen Stadt, da ist es mir peinlich, mit dem Poncho rumzulaufen. Also es ist auch so, wenn ich andere Touristen sehe, dann denke ich mir so, ihr seht aus wie Idioten, auch noch diese Käppchen auf, weißt du, und so. Es ist so wie in Jamaika im Urlaub sich Dreadlocks, also hier so Haare flechten lassen. Ja, weiß ich nicht. So, und halt in der Tasche, der nimmt halt die halbe Tasche ein. Ja, das ist halt Alpaka. Ja, das ist super geil, aber es ist halt unpraktisch für Motorradfahren. Es ist aus Wolle, ist schlecht für Feuer, ist schlecht für Wasser und so weiter. Wind. Deswegen, den werde ich wohl hier lassen. Die zweite Sache, die ich mir bestellt habe, ist wieder was für einen Computer. Und zwar einen Hub. Also ich habe ja ein MacBook und da gibt es ja nur noch 2 USB-C-Anschlüsse, sonst nichts. Und naja, ich brauche Cardreader und normalen USB und so weiter. Und dann kann man sich so eine Steckerleiste kaufen. Da ist ein USB-C und er hat dann halt ganz viele Stecker. Kennt ihr wahrscheinlich. Und das hatte ich, aber das war irgendwann war meiner kaputt. Und dann habe ich mir in Brasilien bei Mercado Libre, das ist so südamerikanisches Amazon, einen bestellt. Das ist dieser hier. Ja. Der geht auch, aber irgendwie, wie ich gesagt habe, die Produkte sind halt nicht so geil wie die in Europa. Ich glaube, wenn er zu heiß wird, der wird heiß und dann wirft er immer die SD-Karte aus. Und das macht er immer so dann, am Anfang das erste Mal geht es dann immer noch irgendwie so vielleicht 6 Gigabyte oder so. Aber dann wirft das alle 2 Gigabyte aus. Und wenn ich dann irgendwie mal 60 Gigabyte speichern muss oder sowas, dann bin ich irgendwie einen Tag beschäftigt damit. Ich hatte es dann auch im klimatisierten Zimmer und so weiter, aber es hat es trotzdem ausgeworfen. Also ich weiß nicht, das Ding geht halt nicht so gut. Deswegen habe ich mir jetzt in den USA einen bestellt und der funktioniert. Also, das ist der brasilianische und das ist der neue aus den USA. Hat die gleichen Stecker, anders angeordnet. Ja, der funktioniert jetzt super geil. Ich hoffe, es bleibt so. Und auch die Festplatte, die neue, viel schneller irgendwie. Also der erkennt die viel schneller, das MacBook. Und ich hatte auch seit einem halben Jahr das Problem,
dass die Festplatte dauernd irgendwie ausgeworfen wird. Also beim Mac muss man ja immer da so auf Auswerfen klicken, sonst ist sie falsch ausgeworfen und dann können Dateien gelöscht werden. Passiert selten, aber ist mir schon passiert. Und jetzt ist es halt immer so, sobald, wenn ich jetzt was rendern lasse oder ja, Datenspeicher oder so und dann mal weggehe vom PC, sobald der in Ruhezustand geht oder halt der Bildschirm ausgeht, wirft er die Festplatte aus. Und dann, wenn ich dann mal eine Stunde weg bin und dann mache ich den PC wieder an, dann hat er 80 Mal diese Festplatte ausgeworfen. Ja, das ist halt nicht so geil. Also falsch ausgeworfen. Ja. Aber mit dieser neuen Festplatte, da passiert es nicht. Man findet im Internet Leute, die das gleiche Problem haben und man findet auch Lösungen, wie man das beheben kann. Aber ich habe alles gemacht. Diese ganzen Sachen zurückgesetzt, abgedatet, dies und das und dies und das. Ich konnte es nicht beheben. Und jetzt habe ich die andere Festplatte, passiert nicht mehr. Also, super geil. Ich würde halt gerne noch diese großen, schweren Festplatten loswerden. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Was bin ich euch noch schuldig? Zu sagen, wo geht's eigentlich hin? Venezuela hat 2 Grenzen, einmal zu Brasilien, einmal zu Kolumbien. Und ich fahre jetzt Richtung Kolumbien. 2 Wochen habe ich noch Visum. Das heißt, 2 Wochen werde ich noch durch Venezuela schlendern und dann Kolumbien bereisen. Freue mich, wenn ihr mich begleitet. Und die Bolivien-Dschungelgeschichte geht natürlich auch weiter. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt in Zukunft mache. Ich finde es immer gut, wenn ich mal kurz mich melde live und so weiter. Was mache ich jetzt gerade? Aber die Dschungelgeschichten finde ich auch gut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht die Jetzt-Sachen nur noch auf Instagram machen soll. Aber ja, so ein Päckchen, irgendwie das alles zu zeigen und so weiter, das würde dann vielleicht auch zu lang werden für Instagram. Ich weiß es nicht. Das war's. Ich muss mich fertig machen. Jetzt muss ich erstmal was essen gehen. Und dann wird langsam weitergepackt. Und morgen Abend geht's los. Ist richtig aufregend. Schöne Grüße aus Venezuela und bis zum nächsten Mal. Tschüss.